Eine bezaubernde Landschaft, Kleinstädte und ruhige Dörfer. Das ist es, was uns auf dieser Reise erwartet. Auf unserem Weg durch den Norden von Deutschland sind wir in Ostfriesland unterwegs. 15 Orte sind es, die wir besuchen wollen. Angefangen in Esens nahe Bensersiel reisen wir entlang der Küste Richtung Leer. Hier starten wir, in Esens, dieser kleinen, bezaubernden Stadt. Wir sind knapp 4 Kilometer von der Küste und vom Küstenort Bensersiel entfernt. Das hier ist die Fußgängerzone in der Innenstadt. Wir gehen jetzt zum Marktplatz, da nämlich stehen besonders hübsche Häuser. Es sind nämlich die hübschen Häuser und romantischen Gassen in der Altstadt, der Bärenstadt Esens, die einen Besuch in der kleinen Stadt lohnenswert machen. Bärenstadt nennt man sich, weil Esens einen Bären im Wappen hat. Ein Bär war nämlich das Wappentier einer Häuptlingsfamilie, die hier mal im Mittelalter geherrscht hat. Natürlich gibt es zum Bären auch eine Legende. Ein Bär nämlich rettete einmal die Stadt vor dem Angriff feindlicher Truppen. In der Stadt stehen übrigens überall Bärenfiguren. Fast 50 Stück sollen es sein. In der Innenstadt gibt es auch einen Rundweg, auf dem kommt man an besonders interessanten Häusern vorbei. So, und jetzt erstmal einen Backfisch essen mit Pommes. Das ist doch schon mal ein guter Reiseauftakt. So kann's weitergehen. Die nächste Station. Wir sind in Nesmarsiel. Ganz in der Nähe liegt Dornum. Das Dorf Nesmarsiel besteht hauptsächlich aus Ferienhäusern. Wir sind gleich weiter zum Hafen. Hier gibt es einen Strand. Schön ruhig ist es hier, nicht überlaufen. Im Gegenteil, hier kommt man am besten hin, wenn man keinen Trubel möchte. Und von dem Hafen aus fährt die Fähre zur Insel Baltrum. Das ist die kleinste der Inseln. Hier gibt es einige Bänke direkt an der Küste. Man blickt auf Baltrum. Gleich daneben liegt Norderney. Hier können wir bei gutem Wetter stundenlang sitzen und aufs Wasser oder das Watt schauen. Herrlich. So, und jetzt ein Kaffee am Strand. Das muss jetzt sein. Norddeich. Schon klasse, was man in Norddeich geschaffen hat. Das ist das Haus des Gastes, da sind gastronomische Betriebe drin. Und die blaue Brücke, die führt zum Strand. Das ist der neue Bereich hier, das Deck. Eine Dünenlandschaft mit Wegen dazwischen. Und eine Promenade. Hinter den Dünen, in den Dünen und direkt am Strand führen Wege lang. Zwischen Nordsee und Dünen liegt der Strand. Auf dem Deich geht's Richtung Fährhafen. Auch hier ist am Strand ein Freizeitbereich, Surfschule und Drachenwiese. Wir sind weitergefahren. In der Nähe liegt der Pilsumer Leuchtturm. Greetsiel ist nicht weit. Das hier ist Naturschutzgebiet, Salzwiesen und Marschland. Und mittendrin in dieser bezaubernden Gegend liegt ein Hof. Hier ist ein Hofcafé drin. Der nächste Café ist gesichert. Nur ein paar Kilometer weiter und wir sind in Greetsiel. Ein Hafenort wie aus dem Bilderbuch. Ein Hafen mit einer Kutterflotte. Wir sind hier allerdings nicht direkt an der Küste, sondern die Kutter müssen noch ein Stück weit bis zur Nordsee fahren. Da ist dann eine Schleuse. Wir sind hier an der kleinen Leihbucht. Greetsiel ist natürlich ein Touristenort. In der Saison ist es hier in den Straßen und am Hafen immer belebt. Aber Greetsiel bietet natürlich auch etwas. Hübsche Häuser am Hafen und im Ortskern, 2 Mühlen, zahlreiche gastronomische Betriebe, Spazierwege zum Deich und sehenswerte historische Gebäude. Häuser wie die hier, die Häuser an der Sielstraße. Die Häuser sind alle nach niederländischem Vorbild gestaltet.
Die Giebel sehen ja toll aus. Wir sind ja in der Krummhörn unterwegs. Das Fischerdorf Greetsiel und 18 wirklich hübsche und sehenswerte Warfendörfer bilden die Gemeinde Krummhörn. Hier sind wir in einem der Dörfer, Uttum. Hier ging es gerade rauf auf die Warft. Etwa 500 Einwohner hat das Dorf. Hier war mal ein Häuptlingssitz. Der Häuptling, der hieß wohl Utte. Der Dorfname entstand aus seinem Namen. Uttum, Heim des Utte. Hübsch hier, nett. Alle Dörfer in der Krummhörn haben ja ihren Reiz, ruhig und gepflegt. Links, das ist das Rentmeisterhaus. Das Haus, das wurde 1597 gebaut. Der Rentmeister war früher hier für die Renten zuständig. So hießen mal die Abgaben auf Grundstücke, also die heutige Grundstücksteuer. Er war für alle Feudalabgaben zuständig, also sozusagen war er hier das Finanzamt des Mittelalters. Wir gehen jetzt sozusagen die Hauptstraße lang, wir gehen Richtung Kirche. An der Kirche kann man übrigens parken. Kaffeestopp in Pevsum. Das ist hier sozusagen der Verwaltungssitz in der Krummhörn. In Pevsum steht die Maningerburg. Das ist der Rest einer ehemaligen Häuptlingsburg. Das ist übrigens nur die Vorburg. Die Hauptburg, die existiert nicht mehr. Die Burg, die wurde im 15. Jahrhundert gebaut. Die Anlage ist von einem breiten Graben umgeben. Drinnen, da gibt es das Burgmuseum Pevsum. Hier geht es um die ostfriesischen Häuptlinge und um die Häuptlingsburgen. Die Karte zeigt, besonders in der Krummhörn gab es eine Menge dieser Burganlagen. Und hier gibt es natürlich auch Modelle von Burgen. Das da ist die Osterburg, die sieht heute so aus, wie das Modell es zeigt. Und das ist die Maningerburg. Im Modell ist die heute nicht mehr existierende Hauptburg zu sehen. Und rechts, das ist die Vorburg. Da befinden wir uns. Und jetzt gehen wir mal runter in das sogenannte Verlies. Das gehörte hier zur Verteidigungsanlage der Burg. Man sieht die Schießscharten in der Außenmauer. Hier gibt es eine kleine Ausstellung zu den Hexenprozessen in Pevsum während der Zeit der Hexenverfolgung. Es ist ein kleines, aber sehr interessantes und lehrreiches Museum hier in der Maningerburg in Pevsum.
Wir sind weiterhin in der Gemeinde Krummhörn. Riesum. Das Dorf hat schon Preise gewonnen. So schön ist es hier. Riesum ist ein kleines, romantisches Rundwarfdorf. Der Ort hat nur 400 Meter Durchmesser. Hier gehen wir vorbei an roten Backsteinhäusern und den hübschen Vorgärten. In Riesum, da scheint die Zeit stillzustehen. Entlang der engen Gassen stehen Gutshöfe, Handwerkerhäuser und Landarbeiterhäuser. Wir sind hier 6 Meter über dem Meeresspiegel. Der Mittelpunkt von Riesum wird von mehreren Ringstraßen umgeben. Ja, und in diesem Ortsmittelpunkt, da steht die Riesumer Kirche. Das ist die höchste Stelle der Warft. Das Kirchenschiff wurde im 15. Jahrhundert an den Kirchturm aus dem 14. Jahrhundert angebaut. Die Riesumer Mühle, ein dreistöckiger Galerieholländer. 1964 wurde die Mühle stillgelegt. Inzwischen ist sie Museumsmühle. Wir fahren weiter Richtung Emden. Suhrhusen, das ist ein kleiner Ort mit einer interessanten Kirche. Und hier gibt es wieder Kaffee. In einem Café sitzen, Kaffee trinken und dabei auf die Kirche gucken, das hat etwas. Das hier ist die Kirche in Suhrhusen. Diese Kirche hat eine Besonderheit, nämlich einen schiefen Turm. Der ist sogar noch schiefer als der schiefe Turm von Pisa. Bis vor kurzem war man Rekordhalter, jetzt hat man einem noch schieferen Turm den Rekord zugesprochen. Loppersum, das Dorf, das liegt gleich neben Suhrhusen. Der Ort gehört zur Gemeinde Hinte. Irgendwie hat dieser Stopp im Ortszentrum für uns schon Tradition. Die Loppesumer Kirche. Das Kirchenschiff, das wurde 1866 gebaut. Der Glockenturm ist älter, der wurde 1300 gebaut. 2 der Glocken sind aus dem 18. Jahrhundert. Der Ortskern von Loppersum, da kommen wir immer wieder gerne hin. Weiter Richtung Aurich. Hier liegt Moordorf und dort gibt es das Moormuseum. Stopp, erstmal ein Kaffee. Im Museum gibt es nämlich eine Gastronomie. Und dann rein ins Freilichtmuseum. Das Moormuseum nennt sich selbst Museum der Armut, denn früher war hier im Moor eine Siedlung. Das mit dem geplanten Torfabbau, das klappte nicht. Der Bereich war nämlich nicht trockengelegt. Deswegen verarmten die Einwohner. Man lebte hier lange in bescheidenen Lehmhütten mit Strohdach. Erst um 1900 ging es den Leuten hier etwas besser. Da wurde ein Kanal gebaut. Das Moor wurde entwässert und auf dem Kanal transportierte man Waren. Die Hütten hier, die hat man rekonstruiert. Es sieht alles sehr ärmlich hier aus. Ja, so hat es hier im Moor bei Aurich mal alles angefangen. Ja, das ist das Moorgebiet, das liegt hier auf dem Museumsgelände. So hat es hier mal alles ausgesehen. Das ist auch ein ehemaliges Moorgebiet. Wir sind südlich von Aurich, im Feengebiet. Wir sind in West-Große Feen, ein Gemeindeteil von Große Feen. Auf dem sogenannten Eiland steht das Feenlandmuseum Eiland.
Hier geht es um Torfabbau, um die Entstehung der Orte und um Schifffahrt, denn hier wurden zur Entwässerung des Moors ja Kanäle gebaut. Auf denen transportierte man mit Schiffen Torf und Waren. Kein Wunder also, dass viele der Feniker auf Schiffen anheuerten oder selber welche besaßen. Hier gab es sogar Werften, in denen die Schiffe, sogar richtig große, gebaut wurden. Hier ist der Außenbereich vom Museum. Es gab hier nicht nur Werften, es gab auch eine königliche Navigationsschule. Wir sind jetzt in Timmel, ein anderer Ortsteil der Gemeinde Große Fehn. Von 1846 bis 1918 wurden hier in der Schule zukünftige Steuermänner und Kapitäne ausgebildet. In Timmel liegt das Timmeler Meer, ein großer Binnensee. Hier gibt es einen Bootshafen. Auch ein Ausflugsschiff liegt hier. Das heutige Timmeler Meer wurde in den 1980er Jahren künstlich angelegt. Das ist jetzt Tourismusgebiet. Neben dem Hafen für Boote gibt es einen Campingplatz und einen Strand. Und Kaffee in einem Café gibt es natürlich auch. Ein Café im Hafen. Wir haben die Stadt Leer erreicht. Statt in die Innenstadt fahren wir zunächst mal auf den alten reformierten Friedhof in einem Vorort. Die Besonderheit ist hier nämlich der Friedhof der Häuptlinge. An dieser Wand hier sind Grabplatten ostfriesischer Häuptlinge angebracht. Die Wand mit den Grabmalen gehörte mal zu einer Kirche, die hier stand und inzwischen abgerissen wurde. Nur die Krypta blieb stehen. Das ist der Eingang. In der Krypta ist eine Gedenkstätte für Gefallene der Kriege. Ja, und diese Krypta ist eines der ältesten Gewölbe hier in Ostfriesland. Die Kirche war nämlich eine der ältesten Sakralbauten in Ostfriesland, aus der Frühzeit, als die Stadt Leer entstand. Wir sind jetzt so richtig im südlichen Ostfriesland, am Südufer der Ems. Ditzum heißt der Fischerort. Das ist die Kutterflotte im Hafen. Früher fischte man auf der Ems, heute in der Nordsee. Wir sind an der Unterems. Ditzum ist ein Ortsteil von Jengum. Von hier aus fährt eine Fähre ans gegenüberliegende Ufer. Da liegt Emden. Eindrucksvoll ist der Blick auf dieses Ensemble mit einer Mühle und dem Turm der Ditzumer Kirche. Der Kirchturm sieht aus wie ein Leuchtturm. War er auch mal. Ich habe übrigens zu vielen der Orte, die in diesem Video vorgekommen sind, extra Videos hochgeladen, die etwas länger und ausführlicher sind. Schaut mal nach, vielleicht gefällt euch ja was. Ein Café im Hafen mit Blick auf den hohen schützenden Deich und die niedlichen Häuser hier, das hat etwas. Ja, das war's aus Ostfriesland. Bei Schittwetter geht's wieder zurück in den Heimathafen. Das war es von dieser Tour. Ich hoffe, es hat etwas Spaß gemacht. In diesem Sinn, tschüss.